Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns heute mal eine Geschichte genauer an, die uns durch den Prozess der Arbeitssuche in Deutschland führt. Das ist ja eine Erfahrung, die viele von Ihnen vielleicht, gerade machen oder bald vor sich haben. Hallo von mir. Unsere Quelle ist eine Erzählung über Jonas, einen jungen Mann aus Leipzig, und die ist extra für Deutschlernende geschrieben, so auf dem Niveau A2 bis B1. Genau. Wir wollen zusammen mit Ihnen rausfinden, was sind denn so die typischen Schritte? Worauf kommt es bei einer Bewerbung wirklich an? Und wie meistert man so ein Vorstellungsgespräch? Ja. Ziel ist es, Ihnen mit Jonas' Weg nicht nur den Ablauf klarer zu machen, sondern vielleicht auch praktische Tipps und nützliches Vokabular mitzugeben. Okay, packen wir das mal aus. Wie geht man in Deutschland eigentlich vor, wenn man einen neuen Job braucht oder sucht? Ja, diese Geschichte von Jonas, die ist tatsächlich ein ziemlich guter Startpunkt. Sie zeigt so die grundlegenden Etappen der Jobsuche. Und das auf eine Art, die klar und verständlich ist. Gerade wenn man Deutsch lernt, ist das hilfreich. Stimmt. Es ist natürlich, sagen wir mal, ein idealtypischer Verlauf. Die Realität, die ist oft komplexer, klar. Aber die Kernelemente, also Suche, Bewerbung, Gespräch, die werden gut gezeigt. Mhm. Was ich hier faszinierend finde, man sieht so ein bisschen durchscheinen, welche, kulturellen Erwartungen es im deutschen Bewerbungsprozess gibt. Selbst in so einer vereinfachten Geschichte. Okay, fangen wir doch mal direkt mit Jonas Situation an. Also, er ist 28, kommt aus Leipzig und hat vor 2 Monaten seinen Job verloren. In einem Elektronikgeschäft war das, weil es eben schließen musste. Ja, ein unfreiwilliger Start sozusagen. Genau, er hat aber ein klares Ziel. Er will wieder im technischen Bereich arbeiten. Am liebsten Verkauf oder Service, sagt die Geschichte. Mhm. Und seine erste Aktion? Er sucht jeden Morgen online nach Stellenangeboten. Das klingt erstmal nach dem, naheliegendsten Weg, oder? Das ist oft der erste Reflex, ja. Online-Jobbörsen sind ja überall, die bieten einen riesigen Überblick. Aber gerade wenn man vielleicht neu im Land ist oder die Sprache noch lernt, da stellt sich schon die Frage, ist das allein der effektivste Weg? Ach so, Sie meinen, es gibt noch mehr? Ja, klar. Die Menge an Angeboten online kann ja auch echt überwältigend sein. Und man muss die richtigen Suchbegriffe kennen. Das ist auch so eine Sache. Stimmt. Außerdem gibt es ja noch andere Kanäle. Also die Agentur für Arbeit zum Beispiel. Dann Karrierenetzwerke, Xing oder LinkedIn kennt man ja. Unternehmenswebseiten direkt anschauen. Oder auch, was viele machen, Initiativbewerbungen. Also bewerben, auch wenn gar nichts ausgeschrieben ist. Naja, Und was man nicht vergessen darf, das persönliche Netzwerk. Das wird oft unterschätzt, wie wichtig das sein kann. das ist ein wichtiger Punkt. Also die Online-Suche ist nur ein Teil vom Ganzen. Jonas scheint aber, Glück zu haben oder er geht sehr gezielt vor. Er findet nämlich eine Anzeige, die passt. Mitarbeiter im technischen Kundenservice. Mhm. Das ist ja genau das, was er sich vorgestellt hat. Ja, und das zeigt eben, wie wichtig seine Überlegungen vorher war. Also, zu wissen, in welchem Bereich will ich arbeiten, Technik, und welche Funktion, Verkauf oder Service. Diese Klarheit, die hilft halt enorm, die Suche zu fokussieren. Dann findet man auch eher was Passendes, egal wo man sucht. Und seine Reaktion darauf? Sofort eine Bewerbung schreiben. Die Geschichte nennt die klassischen Teile. Lebenslauf, Foto, Bewerbungsschreiben. Genau. Bleiben wir mal kurz beim Foto. Das ist ja in Deutschland immer noch ziemlich verbreitet, oder? International ist das ja nicht überall so üblich. Ist das wirklich noch zeitgemäß? Wichtig? Ja, gute Frage. Wird ja oft diskutiert. Traditionell gehört ein Foto in Deutschland für viele Branchen und Positionen irgendwie dazu. Es soll so einen ersten persönlichen Eindruck geben. Mhm. Kritiker sagen aber, das birgt die Gefahr der Diskriminierung.
lenkt vielleicht auch vom Wesentlichen ab, also von den Qualifikationen. Rechtlich ist es nicht mehr Pflicht, aber es wird oft noch erwartet. Also, was raten Sie? Naja, es nicht beizufügen kann auffallen, muss aber kein Nachteil sein. Hängt stark von der Branche ab, von der Firma. In kreativen Bereichen oder sehr internationalen Firmen ist es oft unwichtiger als, sagen wir, im konservativen Mittelstand. Jonas macht's hier also eher traditionell. Okay. Aber wichtiger als das Foto sind auf jeden Fall der Lebenslauf, der sollte klar strukturiert sein, lückenlos und das Anschreiben. Und Zeugnisse, die werden hier nicht erwähnt, gehören normalerweise auch dazu. Ja, stimmt, die Zeugnisse. Und genau dieses Anschreiben, das nutzt Jonas, um sich gut darzustellen. Er beschreibt sich als freundlich, zuverlässig und technisch interessiert. Er hebt also Eigenschaften hervor, die für den Kundenservice passen. Genau das ist der Schlüssel. Es reicht halt nicht einfach nur positive Eigenschaften aufzuzählen. Man muss sie mit den Anforderungen der Stelle verknüpfen. Freundlich, zuverlässig, das ist im Kundenservice essentiell. Technisch interessiert zeigt, dass er zum Produkt und zur Aufgabe passt. Ah, okay. Jonas argumentiert quasi, warum er der Richtige ist. Dieses Anschreiben, das ist die Chance, die eigene Motivation und Eignung zu zeigen über den reinen Lebenslauf hinaus. Das ist echt eine Kunst, sich da kurz und überzeugend zu präsentieren. Und Jonas' schriftliche Präsentation, die scheint ja überzeugt zu haben. Eine Woche später. Einladung zum Vorstellungsgespräch per E-Mail. Super. Das ist ja schon mal ein Erfolgserlebnis nach der Bewerbungsphase. Er ist ein bisschen nervös, steht da, bereitet sich aber gut vor, informiert sich über die Firma, überlegt sich Antworten auf typische Fragen. Hier wird's jetzt wirklich interessant, denn die Geschichte gibt uns ja Einblick ins Gespräch selbst. Ja, und diese Vorbereitung ist absolut zentral. Vielleicht in Deutschland noch wichtiger als anderswo. Es zeigt halt Engagement und Ernsthaftigkeit. Mhm. Zu wissen, was die Firma macht, wer die Leute sind, mit denen man spricht und sich auf Fragen wie „Erzählen Sie was über sich?“ oder „Warum wir?“ einzustellen. Das gibt nicht nur Sicherheit, das wird oft auch erwartet. Wenn man unvorbereitet wirkt, kann das schnell als Desinteresse rüberkommen. Das Gespräch startet dann auch mit dem Klassiker: „Guten Tag, Herr Becker, erzählen Sie uns bitte etwas über sich.“ Was erwartet die Personalchefin da eigentlich? Den Lebenslauf nochmal hören? Nicht nur. Diese offene Frage ist eher eine Einladung, so einen roten Faden durch den eigenen Werdegang zu ziehen und dabei die Punkte hervorzuheben, die für diese Stelle wichtig sind. Okay. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, die wichtigsten Stationen kurz nennen, klar, aber vor allem auch die relevanten Fähigkeiten und vielleicht die Motivation durchscheinen zu lassen. Und Jonas macht das ja gut. Wie denn? Er nennt seine Ausbildung als Verkäufer, betont aber sofort seine Soft Skills. Er arbeitet gern mit Menschen, ist hilfsbereit, freundlich, kann gut erklären. Das zielt eines direkt auf den Kundenservice ab. Ah, er verkauft sich also aktiv, nicht nur seine Fakten. Dann die nächste bekannte Frage. Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Die berühmte Motivationsfrage. Genau. Hier will die Firma verstehen, hat der Bewerber sich wirklich mit uns beschäftigt? Passt seine Motivation zu unseren Werten, unseren Zielen oder ist das nur eine von vielen Bewerbungen, so Gießkannenprinzip? Und was sagt Jonas? Technikbegeisterung und der Wunsch, Kunden bei Problemlösungen zu helfen. Das wirkt authentisch, finde ich. Und passt ja perfekt zur Stelle. Das ist eine starke Antwort, ja. Weil sie
beides verbindet. Persönliches Interesse, also die Technik, und den Nutzen für die Firma und die Kunden, nämlich die Problemlösung. Er zeigt Leidenschaft für den Fachbereich und gleichzeitig Serviceorientierung. Was überzeugend. Mhm. Hier sieht man wieder, wie sich die Vorbereitung und auch die Selbstreflexion auszahlen. Er weiß, was er will und kann das gut rüberbringen. Das Gespräch läuft freundlich, steht da, und das Ergebnis kommt bemerkenswert schnell. 2 Tage später die Zusage. Jonas hat den Job. Wow, das ging ja rasant. Ist das denn typisch für Deutschland, so eine schnelle Entscheidung? Typisch ist vielleicht zu viel gesagt. Es kann so schnell gehen, klar. Besonders wenn der Bedarf dringend ist und der Kandidat oder die Kandidatin wirklich absolut überzeugt hat. Okay. Er spricht dann für einen sehr positiven Eindruck und effiziente Prozesse bei dieser Firma. Aber verlassen sollte man sich darauf nicht. Ach so. Nein, oft dauern Entscheidungsprozesse länger. Manchmal gibt's mehrere Gesprächsrunden. Und die Rückmeldung kann auch mal Wochen dauern. Jonas' Erfahrung ist also eher das, Idealszenario. Nicht unbedingt die Norm. Das ist gut zu wissen. Ja, das ist gut im Hinterkopf zu behalten, damit man nicht enttäuscht ist, wenn es mal länger dauert. Ein wichtiger Hinweis, um realistische Erwartungen zu haben. Okay, Jonas hat also die Zusage. Wie sieht sein neuer Alltag aus? Er arbeitet jetzt in einem großen Elektronikmarkt, berät Kunden, erklärt Produkte, hilft bei technischen Problemen, also genau das, was er wollte. Perfekt. Die Kollegen sind nett, die Arbeit macht Spaß. Ja, das ist doch letztendlich das Ziel jeder Jobsuche, oder? Eine Tätigkeit zu finden, die passt und wo man sich wohlfühlt. Und die sozialen Aspekte, nette Kollegen, gutes Arbeitsklima, die sind dabei genauso wichtig wie die Aufgaben selbst. Jonas' Zufriedenheit zeigt ja, der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Er sagt am Ende ja auch selbst, dass er froh ist, nicht aufgegeben zu haben. Die Suche war anstrengend, meint er, aber auch ein Lernprozess über sich selbst und die Berufswelt. Was lernt man denn typischerweise bei so einer Jobsuche, mal abgesehen davon, wie man Bewerbungen schreibt? Oh, da lernt man eine ganze Menge. Man lernt zum Beispiel, mit Absagen umzugehen, resilienter zu werden. Das ist echt eine wichtige Lektion fürs Leben. Stimmt. Man schärft auch das Bewusstsein für die eigenen Stärken, Schwächen, Prioritäten. Was will ich wirklich? Was ist mir wichtig bei einem Job? Man bekommt ein besseres Gefühl für den Arbeitsmarkt in der eigenen Branche, in der Region. Mhm. Und man lernt oft auch viel über Kommunikation, Selbstpräsentation und manchmal ja auch über die ungeschriebenen Regeln der deutschen Arbeitskultur. Also eine Art Selbstfindungstrip nebenbei, sozusagen. Ja, für Sie als Hörer heißt das vielleicht, sehen Sie die Jobsuche nicht nur als notwendiges Übel, sondern auch als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und zum Lernen. Das ist ein schöner Gedanke. Und ganz praktisch können wir aus Jonas' Geschichte ja auch was mitnehmen. Nützliche deutsche Sätze rund ums Thema Arbeit und Beruf. Gerade auf diesem A2-B1-Niveau, für das die Geschichte ja gedacht war. Lassen Sie uns mal ein paar davon hervorheben. Zum Beispiel, um über den eigenen Beruf zu sprechen. Ja, gute Idee. Ich arbeite als Verkäufer. Oder ich arbeite als Ingenieurin. Ganz einfach. Ich bin Lehrer von Beruf. Oder ich bin Ärztin von Beruf. Ich habe eine Ausbildung als Mechatroniker gemacht. Oder ich habe eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement gemacht. Gerade der letzte Satz, der mit der Ausbildung, der ist in Deutschland doch besonders wichtig, oder? Absolut. Das duale Ausbildungssystem, das hat hier ja einen sehr hohen Stellenwert. Klar sagen zu können, welche Ausbildung man hat, ist oft entscheidend. Diese Formulierung ist daher echt nützlich und wird oft gebraucht. Okay, dann Sätze für die Phase der Bewerbung. Okay,
Dann Sätze für die Phase der Bewerbung. Ich schreibe gerade viele Bewerbungen. Okay. Dann Sätze für die Phase der Bewerbung. Ich suche eine neue Stelle im Marketing. Okay. Dann Sätze für die Phase der Bewerbung. Ich habe nächste Woche ein Vorstellungsgespräch. Okay. Dann Sätze für die Phase der Bewerbung. Das hilft ja schon mal, um mit anderen über den Prozess zu reden. Genau, das sind Sätze, die den aktuellen Stand kommunizieren. Die sind alltagstauglich und helfen dabei, sich über diese oft ja stressige Bewerbungsphase auszutauschen. Oder vielleicht auch mal um Unterstützung zu bitten. Und schließlich Sätze für den Alltag, wenn man dann im Beruf ist. Und schließlich Sätze für den Alltag, wenn man dann im Beruf ist. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite in einem Geschäft. Ich arbeite im Homeoffice. Letzteres ja, immer häufiger. Und schließlich Sätze für den Alltag, wenn man dann im Beruf ist. Ich habe sehr nette Kollegen. Oder vielleicht auch mal das Gegenteil, aber hoffen wir mal nicht. Und schließlich Sätze für den Alltag, wenn man dann im Beruf ist. Die Arbeit macht mir Spaß. Oder die Arbeit ist interessant. Und schließlich Sätze für den Alltag, wenn man dann im Beruf ist. Das sind ja so grundlegende Bausteine für die Kommunikation am Arbeitsplatz oder eben darüber. Exakt. Diese Sätze sind wie sprachliche Werkzeuge. Sie zu beherrschen, gibt Sicherheit im Gespräch über Arbeit und Beruf. Und für Deutschlernende ist das ja oft ein zentrales Thema, ob im Alltag oder eben bei der Jobsuche selbst. Sie helfen einfach, sprachliche Hürden abzubauen und sich souveräner auszudrücken. Fassen wir also kurz zusammen. Jonas' Geschichte hat uns durch diese typischen Phasen der Jobsuche in Deutschland geführt. Vom Jobverlust über die Online-Suche, die Bewerbung, das Gespräch bis zum erfolgreichen Start im neuen Job. Wir haben gesehen, wie wichtig Vorbereitung ist, klare Kommunikation und ja, manchmal auch ein bisschen Glück. Und wir haben einige nützliche Vokabeln und Satzbausteine rausgezogen. Wir hoffen, diese gemeinsame Betrachtung von Jonas' Erfahrungen gibt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen klareren Einblick. Und vielleicht auch konkrete Anregungen, falls Sie selbst gerade auf Jobsuche sind oder sich darauf vorbereiten. Ja, und um den Bogen vielleicht noch ein bisschen weiter zu spannen, Jonas' Geschichte beschreibt ja einen recht klassischen Weg. Fast schon linear, könnte man sagen. Stimmt. Es lohnt sich aber, darüber nachzudenken, was in dieser vereinfachten Darstellung vielleicht fehlt oder was sich seitdem verändert hat. Denken Sie zum Beispiel mal an die wachsende Bedeutung von Online-Reputation und digitalen Profilen. Was sagt Ihr LinkedIn- oder Xing-Profil über Sie aus? Guter Punkt. Wie nutzen Recruiter heute vielleicht soziale Netzwerke oder sogar KI-Tools zur Vorauswahl? Das kommt in der Geschichte ja noch gar nicht vor. Nein. Und welche Rolle spielt das Netzwerken, also der Aufbau von Kontakten? Der ist ja vielleicht weniger sichtbar als das Verschicken von Bewerbungen, öffnet aber oft Türen. Das stimmt. Die Arbeitswelt und auch die Jobsuche, die sind ja ständig im Wandel. Da tut sich ja unglaublich viel. Genau. Und das wirft dann die wichtige Frage auf, wie passt man die eigene Strategie an diese Entwicklungen an? Wie bleibt man sichtbar und relevant in einem sich verändernden Arbeitsmarkt? Das ist schon eine Herausforderung, über die sich nachzudenken lohnt, weit über Jonas' Geschichte hinaus. Eine sehr spannende Frage zum Weiterdenken. Damit sind wir für heute am Ende unserer Vertiefung angelangt. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.